Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich stelle für euch jetzt die Frage, welche Bedeutung sein Verhalten hat. Und zwar werde ich hier mehrere Aussagen nennen und vielleicht auch, wenn nötig, Filter, damit ihr auch wisst, ob ihr gemeint seid. Ja, es kann alles auf einen Mann bezogen sein, es muss aber nicht jede Aussage auf einen Mann bezogen sein. Ich schaue mit dem Licht- und Schatten-Tarot. Ja, wenn sich sein Verhalten verändert hat, wenn es plötzlich merkwürdig wurde, wenn er sich zurückgezogen hat zum Beispiel, dann ist diese Legung für euch. Also wenn er hier irgendetwas geäußert hat, dass er eine Veränderung möchte in seinem Leben, dass er einem Wunsch nachgehen möchte, dass er vielleicht umziehen möchte, einen neuen Job haben möchte, ja, dann hat er das auch wirklich so gemeint. Manche glauben vielleicht, dass das etwas zu tun hat, das mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Psyche auf einmal etwas nicht stimmt, dem ist aber nicht so, ja. Wenn er hier wirklich eine Veränderung wünscht, dann meint er es auch so und dann ist er auch sehr entschlossen, das zu bekommen. Ja, hat dann höchstwahrscheinlich hier nicht wirklich was mit euch zu tun, kann außerhalb einer Ehe sein, dass er da unbedingt einen neuen Weg einschlagen möchte. Und die Chancen schauen auch hier sehr gut aus, dass er das erreichen wird. Manche Männer haben hier sehr bestimmt gesagt, ja, insofern, dass sie sich jetzt mehr um sich selbst kümmern wollen, dass sie mehr zum Beispiel Kontakt mit alten Freunden wieder aufnehmen wollen, mehr Spaß im Leben haben wollen, mehr fortgehen wollen, also ausgehen. Und ja, hier kann es sein, dass der Mann einfach, der meint es dann nicht böse, sondern der braucht es für sein Wohlbefinden, ja, damit er sich wieder lebendig fühlt. Ja, auch Männer haben da ihr Auf und Ab und Charaktere verändern sich, Wünsche verändern sich. Nehmt das nicht persönlich, sondern lasst ihm, selbst wenn ihr mit ihm verheiratet werdet, lasst ihn hier so ein bisschen, ja, sein Leben selbst leben. Okay, hier ist die Angst vor Betrug, die Angst, dass er eine neue hat, ja, die Angst, dass er sich für eine andere Frau entscheidet. Mm. Aber das hat ja nichts mit seinem Verhalten zu tun. Okay, das ist nur eine Angst. Hier ist die Botschaft, du musst hier umdenken. Ja, das ist nicht real, das ist nur in deinen Vorstellungen so. Ich muss hier fragen, auf wen trifft das nicht zu, ja, wo sehr wohl Betrug stattfinden könnte. Wenn er mittlerweile weniger für dich tut, wenn er sich von dir emotional zurückgezogen hat, dann wäre das auf jeden Fall ein Hinweis, ja, wenn sich emotional etwas bei ihm verändert hat. Aber wenn das jetzt nur deine Vermutung ist, zum Beispiel, weil er seinen Alltag, seine Alltagsgestaltung verändert hat, dann ist das ja kein Grund. Also so emotionale Distanz,
Wenn es keine emotionale Distanz ist vom Mann, dann ist hier der Betrug sehr unwahrscheinlich, sondern dass du dir das nur vorstellst. Okay, sein Verhalten. Welche Bedeutung hat sein Verhalten? Okay, wenn du nicht schaffst, dich bei ihm durchzusetzen, ja, und er hat vielleicht auch das Argument, das war früher auch nicht so. Oder du hast das Argument, aber früher habe ich mich durchsetzen können, früher hat er hier mitgespielt, jetzt will er das auf einmal nicht mehr, ja. Das ist so ein Indiz, dass er andere Pläne plötzlich hat, ja, dass sich seine Denkweise und seine Wünsche und seine Pläne verändert haben. Was solltest du denn tun, ja? Oh, 8 der Kelche. Also wenn das wirklich was ganz Großes ist, ja, weil es heißt ja auch in der Psychologie, dass sich der Mann der Frau anzupassen hat, ihren Prinzipien, ja, nur das gilt als gesund, dann solltest du hier schon überlegen, vielleicht ihn zu verlassen. Das Bild. Okay. Ja, also das ist wirklich für Extremfälle. Wenn du sagst, das geht gar nicht mehr, es wird nicht auf so viele zutreffen. Wenn du sagst, das geht für dich gar nicht, ja, das macht dich jetzt unglücklich oder du weißt, es wird dich in der Zukunft unglücklich machen, das ist immer ein Grund zu gehen, ja, oder den Mann gehen zu lassen, weil entweder es harmoniert oder es harmoniert nicht. Und wenn es nicht harmoniert, ist es besser, alleine zu sein und nicht krampfhaft zu versuchen, an einen Menschen anzuhalten. Okay, und wenn es nicht so schlimm ist, noch eine Karte des Übergangs. Nein, wenn es nicht so schlimm ist, dann gib ihm Zeit, gib dir Zeit, beobachte das Ganze, wie es sich auswirken wird. Bei einigen kann es sein, dass das nur eine Art bockige Phase ist vom Mann. Das ist zwar auch nicht so gut, aber das geht dann wieder weg. Vielleicht tut es ihm dann auch leid. Also hier dann nicht so richtig, ja, nicht so richtig drastische Maßnahmen machen, sondern das Ganze, ja, so wie ein bisschen betätscheln, wie ein Kleinkind betätscheln und ihn mal einfach selbst sein lassen. Ja, es ist natürlich problematisch, wenn er bockig ist und du willst dich hier durchsetzen und sagst, okay, das ging aber immer so und jetzt geht's nicht mehr. Hm, ich würde das genauso werten wie eine emotionale Distanz, ja, und das heißt, immer wenn der Mann emotional distanziert ist, sollte es die Frau auch tun. Das heißt, wenn er dir hier nicht entgegenkommt, dann komm du ihm auch dreifach so stark nicht entgegen, ja. Du musst, wenn du genau weißt, du bist hier im Recht, ja, es heißt auch in der Psychologie, Männer gehören bestraft wie kleine Kinder, sonst lernen sie nicht aus ihren Fehlern. Wenn er dir hier etwas nicht gibt, dann gib ihm du dreifach so viel nicht. Beziehungsweise du kannst das eben auch wie eine emotionale Distanz sehen und dich dann eben auch von ihm zurückziehen. Ja, so kurzzeitig mal so leben, nebeneinander leben, ja. Wie heißt das? Koexistenz. Kannst du auch. Also ich würd ihm das aber nicht durchgehen lassen, also nicht ohne Konsequenzen, denn sonst glaubt er ist im Recht und Männer lernen sonst nicht aus ihren Fehlern. Ja, das ist auch ganz wichtig, da insofern selbst eine Verbindung zu leiten. So dass du dich dauerhaft da auch wohlfühlen kannst. Okay. Okay, was denn noch? Welche Bedeutung hat sein Verhalten? Hm.
wenn du dich hier so verpflichtet fühlst, ihm zu helfen bei etwas, ja, sofern du vor allem mit ihm liiert bist, weil es ihm nicht so gut geht. Das könnte hier auch psychisch sein, ja. Aber was ist denn dann hier das, also der Grund für sein Verhalten? Überarbeitung kann das auch sein, ja. Es gibt auch Männer, die in der Arbeit Stress haben, die da auch mal so eine Auszeit brauchen. Wenn er hier irgendwie plötzlich sehr gestresst ist oder ja bis hin zu einer Depression bekommen hat, angespannt ist, das kann hier auf die Arbeit bezogen sein, ja. Und ja, du willst ihm hier helfen. Helfen würde ich in einer Verbindung persönlich nicht, ja, also es wird davon abgeraten, selbst zum Beispiel Therapeutin zu spielen, schick ihm irgendwo hin, wo er professionelle Hilfe bekommt, ja. Oder es tut auch manchmal gut, wenn er einfach mit seinen Freunden darüber spricht. Aber ich schaue mal hier spezifisch. Du kannst ihm schon Ratschläge geben, aber die Hohepriesterin ist passiv. Mach für ihn nichts Körperliches, also therapiere ihn nicht. Okay, schauen wir mal, wie viel hier noch rauskommen möchte. Welche Bedeutung hat sein Verhalten? Oh, wenn er plötzlich komplett verspielt wurde, ja, so kindisch. Und vorher war er so ein richtiger Mann. Ich mache und ich kümmere mich und jetzt ist er plötzlich kindisch geworden. Ein plötzlich kindisches Verhalten kann von einem Verlustgefühl kommen. Ja, vielleicht, dass er plötzlich das Leben nicht mehr ernst nimmt, wenn er jetzt zum Beispiel ein Erbe nicht bekommen hat. Oder er hat seinen Arbeitsplatz verloren und jetzt kann er es mal so richtig krachen lassen, weil er auch durch seine Arbeit eine andere Version von ihm immer auch vielleicht im Privaten gezeigt hat. Ja, also wir haben verschiedene Versionen von uns selbst. Wir sind nicht immer gleich. Wir verhalten uns anders am Arbeitsplatz, mit der Herkunftsfamilie, gegenüber dem Ehemann, im Freundeskreis. Es gibt verschiedene Versionen von uns selbst und das ist nicht fake. Ja, und es kann sein, dass er hat hier irgendwas gehen lassen, zurückgelassen, was auch immer das dann hier, was hier auch immer zutreffen wird und deswegen ist er jetzt in einer sehr leichten Energie. Ich habe hier aber gleich im Gefühl, das wird nichts Dauerhaftes sein. Ich frage hier auch, was solltest du hier tun? Oh, Ass der Stäbe. Ja, sei dir einfach darüber im Klaren, dass eben auch Männer ihre verschiedenen Persönlichkeiten haben, ihre Launen haben und dass das normal ist. Ja, auch wenn ein Mann grundsätzlich eher stabil ist, weil er nicht die körperlichen Launen der Natur durchgehen muss, wie die Periode. Ja, das ist nun mal so, da sind Männer mehr gleichbleibend vom Verhalten her. Kann sein, dass auch Männer manchmal dann gewisse verrückte Phasen haben, ja, und das ist eben oft kann das auch etwas sehr Kindisches sein, weil sie sind auch sozusagen ewige Kinder. Ja, den Spruch gibt es nicht umsonst, weil das richtige Erwachsensein, das hat nur eine Frau, sobald sie zur Frau wird, ja. Dann kommt automatisch der Mutterinstinkt raus. Das kann schon vor 20 Jahre sein, also sobald sie in die Pubertät kommt sogar, oder ich sag mal zwischen 15 und 25 ist es normal. Und diesen Mutterinstinkt haben alle Frauen in sich, ja. Es heißt einfach Mutterinstinkt, auch die keine Mütter sind. Das heißt, das ist dann das richtige Erwachsensein, das ist das viel mehr vernünftig sein, viel mehr mitdenken mit anderen, viel mehr vorausdenken mit anderen. Also wenn ein Mann eine kindische Phase hat, brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen. Vielleicht magst du es nicht, ja, dann musst du dir überlegen, okay, dulde ich diesen Mann, möchte ich diesen Mann haben, denn er kann die Phase immer wieder haben. Andere haben sie nicht, ja, das musst du selbst entscheiden, ob du diesen Mann dann natürlich trotzdem ertragen kannst und ertragen möchtest. Das ist individuell zu entscheiden. Okay, eine Aussage möchte hier noch durch.
Welche Bedeutung hat sein Verhalten? Schwertkarten. Oh. Hier möchte er dir etwas geben, tut es aber nicht, kann es nicht. Er hat es nicht ausgesprochen, dass er dir etwas nicht geben kann. Er macht es einfach nicht, vielleicht hat er was versprochen und er hat sich nicht daran gehalten. Und er fühlt sich hier so ein bisschen als Verlierer, als Versager. Ja, und natürlich, Männer wollen immer so der strahlende Ritter sein in der Rüstung und wenn sie dann ja, ihrer Herzensdame etwas nicht geben können, was sie wollen, dann ist das für sie auch etwas wirklich psychisch Schlimmes manchmal auch. Und das wird er hier zurückhalten, ja, da wird er sich vielleicht auch von dir zurückgezogen haben oder er wird ruhiger, er wurde ruhiger von der Art her. Würde er das zugeben? Ja, Herrscherin ist eine positive Karte, so wenn du ihn darauf ansprichst, ja, wenn du nachhakst, was ist los, dann wird er es hier höchstwahrscheinlich dir gestehen, ja. Solltest du das tun, ja, das wäre dauerhaft gut für eure Verbindung. Ritter der Münzen, ja, schau, das ist was eigentlich Gutes, ne? Schaut, ist auch für mich eine positive Karte. Ja, also wenn du auch im Gefühl hast, ich möchte ihm hier quasi psychisch helfen, ich möchte für ihn da sein, ich bin vielleicht auch nur neugierig, das ist auch okay, dann hak hier gerne nach und frag, was los ist. Okay, ich möchte hier noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben, vielleicht eine allgemeine Inspiration. Kurz und knapp. Mache dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Ja, du hast alle Möglichkeiten, auch wenn du es nicht siehst. Und fühl dich bitte nie erdrückt von deiner Umgebung. Das Wenigste, was uns passiert, ist Schicksal. Das meiste, 80%, bestimmen wir selbst. Der Rest sind schwere Schicksalsschläge, Krankheiten. Du hast immer die Möglichkeit, dir das zu nehmen, was du möchtest, oder fast immer, und etwas zu ändern, was du möchtest. Fühl dich nicht gefangen, fühl dich nicht als Opfer, fühl dich nicht von anderen erschlagen. Meistens meinen es Menschen nicht böse, sondern sind einfach nur egoistisch. Das sind wir alle. Jeder Mensch ist egoistisch laut Psychologie und versucht immer das Beste für sich selbst herauszunehmen. Ja, und dann trampeln manche auf andere herum. Das ist normal. Wenn du etwas nicht bekommen hast, ein Mensch gibt dir etwas nicht oder ein Mensch ist vielleicht mal rüpelhaft, nimm es nicht allzu persönlich, sondern leb dein Leben weiter und gestalte es so, wie du es möchtest. Ja, gesunde Egozentristik kommt hier auch wieder zum Vorschein. Okay, meine Lieben, das war's für diese Momentaufnahme. Ihr könnt mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben danken, wenn ihr das mögt. Dann macht es gut, alles Gute, alles Liebe für euch. Bleibt stark und wenn ihr wollt, hören wir uns bald wieder. Bis dann.